Weißt du, womit mir die Brauerei gedroht hat? Die wollen dir die Konzession entziehen. Weißt du eigentlich, was das für dich bedeutet? Wenn du deine Rechnung nicht bezahlst, dann können wir den Laden hier bald dicht machen. Haben Sie eigentlich Ihren Flug schon gebucht? Ich habe Ihnen noch gesagt, ich fliege nicht nach Singapur, solange Sebastian noch vermisst ist. Na schön, Degenhardt, wenn es nicht anders geht. Ich zahle Ihnen 1 Million in Cash, wenn Sie zu Tanja nach Singapur fliegen und den Deal in trockene Tücher bringen. 1 Million, bar auf die Hand. Eine Million Euro. Ja, für 3 Tage Arbeit. Nicht schlecht, oder? Ich muss mich ein paar Tage vorbereiten. Blödsinn, Sie fliegen heute oder gar nicht. Wozu die Hektik? Ihre entzückende Frau kann unsere Freunde da unten ein bisschen hinhalten. Degenhardt, ich stelle hier die Bedingungen. Oder haben Sie plötzlich im Lotto gewonnen? Die Kerle da sind von einer ganz harten Sorte. Wenn ich da nicht auf dem Stand der Dinge bin, dann machen die Chicken Rice aus mir. Bitte, hier geht's um ein Waffengeschäft und nicht um eine Doktorarbeit. Sie wollen mit Rebecca Händchen halten, richtig? Rebecca braucht mich jetzt und Sebastian auch. Ja, schön. Ist Ihnen Ihre väterliche Ader 1 Million wert? Sie haben 10 Sekunden, sich zu entscheiden. Könnten wir nicht... 3, 2, 1. Danke, dann eben nicht. Gut, wann geht mein Flug? So einfach können die mir gar nicht die Konzession entziehen. Doch, das können sie, Gregor, weil du nämlich mit einer 4-stelligen Summe bei denen in der Kreide stehst. Ja, und wenn ich den Laden dicht mache, da haben die ja auch nichts davon. Da kann ich hier nicht einen einzigen Cent zurückzahlen. Warum? Hier steht doch jede Menge rum. Bis wann, hast du gesagt, brauchen die ihre Kohle? Bis übermorgen. Das können die vergessen. Flaschenbier ist auch leer. Wie geht's jetzt weiter? Ich denk mir was aus, okay? Was mache ich denn jetzt? Was würdest du denn tun, wenn es um dein Heli ginge? Dann wäre es wahrscheinlich gar nicht erst so weit gekommen. Man muss auch wissen, was einem wichtig ist. Ja, mein Gott, ich hab's verbockt. Zufrieden. Ach, Gregor, darum geht es nicht. Die Frage ist, willst du überhaupt noch weitermachen hier? Im Moment hat man nämlich den Eindruck, dass nicht. Ja, von irgendwas muss ich ja leben und du auch. Ja, das ist eine tolle Einstellung. So geht's weiter. Pass auf, ich lass euch nicht hängen. Ich renn morgen zur Brauerei, fall denen auf die Knie. Ein Aufschub ist auf jeden Fall drin. Was ist auf lange Sicht gesehen? Naja, wenn ich die Wahl hätte, die Kneipe oder... Ja. Ja, auf dem Maskenball. Da habe ich diese Frau kennengelernt. Gregor, was hat das jetzt mit dir zu tun? Ich habe nur gedacht, wenn ich die Wahl hätte, die Kneipe abzugeben, um an diese Frau ranzukommen. Und ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber das würde ich tun. Ist diese Rokoko-Tabatiere nicht bezaubernd? Die Gemme zeigt Erzherzogin Maria Amalia von Österreich, die Gemahlin Kaiser Karls VII. Wunderbar filigran. Sie ergänzt deine Sammlung hervorragend. Ja. Sie wurde in Wien gefertigt. Irgendwie ist sie dann nach Florenz gelangt. Und jetzt wird sie versteigert. Ja, und ich kann nur wiederholen, wie gern ich diese Auktion mit einer Reise durch Italien verbinden würde. Du verstehst? So könnte man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Hoffentlich habe ich mir keine Erkältung auf diesem Maskenball zugezogen bei all den Händen, die man dort schütteln musste. Mir hat's gefallen. Hier erkennt man sogar das kaiserliche Wappen. Ja, ja. Ganz deutlich, der Doppeladler. Schau hier. Ich glaube, das Scharnier ist gebrochen. Sehr schön. Hörst du mir überhaupt zu? Ich meinte natürlich, sehr schön, dass wir zusammen nach Italien fahren. Also sollte diese Tabatiere tatsächlich beschädigt sein, dann erübrigt sich natürlich unsere Reise nach Italien. Sie ist kaputt? Ja, aber davon rede ich doch die ganze Zeit, Luise. Wo bist du nur mit deinen Gedanken? Hm? Um ehrlich zu sein, war ich beim Maskenball. Ich habe schon lange nicht mehr so viel getanzt.
Also ich fand das eher ermüdend. Ja, ich weiß, du kannst dem nicht viel abgewinnen. Meinst du, hier lässt sich irgendwo eine Lupe auftreiben? Da bin ich sicher. Frag doch mal Justus. Genau das werde ich jetzt tun. Liebling. Ja, und was ist mit Sebastians Handy? Kann man das nicht irgendwo orten? Kein Signal. Herr Kramer hat erstaunlich viel kriminelle Energie bewiesen. Der hat diese Entführung genau durchdacht. Und was heißt das? Sie können leider nichts machen, oder wie? Mörchen. Was ist denn mit dieser Internetkamera? Kann man sowas nicht zurückverfolgen? Das sollte man meinen, aber unsere Fachleute sind auf Schwierigkeiten gestoßen. Man braucht nur die IP-Adresse. Das kann doch nicht so schwer sein. Herr Kramer hat eine Sicherung gegen fremden Zugriff eingebaut. Das kann man nicht aushebeln? Im Moment kommen wir nicht an die Daten ran. Wir arbeiten dran. Sebastian hat seit Tagen nichts getrunken. Wenn wir ihn nicht bald finden, dann stirbt er. Frau Brandner, mir ist der Ernst dieser Lage durchaus bewusst. Was sagen denn die Ärzte? Besteht nicht die Möglichkeit, dass dieser Jens Kramer in den nächsten Stunden das Bewusstsein wiedererlangt und möglicherweise redet? Das ist leider alles andere als wahrscheinlich. Gibt es also keine Hoffnung? Wie geht's dir? Becky? Oh Gott, schleich dich doch nicht so an. Entschuldige. Gibt es irgendwas Neues? Das wollte ich dich fragen. Also nichts. Soll ich noch mal mit diesem Kommissar sprechen? Ich rufe ihn an, wenn du willst. Nein, lass mal. Der war heute schon ganz früh morgens da. Und Lydia sagt bestimmt Bescheid, wenn sich was tut. Ich verstehe das alles nicht. Jens war mal Sebastians bester Freund. Ich meine, ich mochte ihn immer. Und jetzt? Geschehe ihm ganz recht, wenn er jetzt abkratzen würde. Und was dann? Dann ist Sebastian tot. Das ist nur aus bescheuerter Eifersucht. Die finden deinen Bruder. Die Polizei ist besser als ihr Ruf. Wenigstens bist du da. Dankeschön. Rebecca, Was ist? bevor du jetzt aus der Haut fährst, ich wollte es verschieben. Ich habe wirklich alles Was versucht. verschieben? Ich muss weg, geschäftlich. Aber höchstens für 3 Tage. Du willst jetzt verreisen? Von wollen kann keine Rede sein. Ich muss. Das ist dir ähnlich. Eigentlich hätte ich mir sowas denken können. Ja, aber dieser Computer muss doch zu knacken sein. Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Jetzt komm. Ich komme mir vor wie ein Verräterschwein. Aber mein Job ruft. Ja, wenn es Neues gibt, erfährst du es auch auf Königsbrunn. Ich muss auch los. Ihr haltet mich auf dem Laufenden. Ja, klar. Hat noch gar nicht geklingelt. Gedanken übertragen. Hallo und tschüss. Ach, meine Autoschlüssel, immer das. Danke dir. Hallo. Hallo. Sie wollen bestimmt zu Lydia. Ja, oder ist es gerade ungünstig? Die sind zu blöd, um Jens Computer zu knacken. Und ohne das keine Webcam und ohne die keine Spur zu Sebastian. Mist. Was ist mit Jens? Hat sich da inzwischen was ergeben? Naja, der wacht vielleicht in einer Stunde auf oder in einem Monat. Und jetzt? Ja, nichts jetzt, Olivia. Sebastian liegt da irgendwo und wir können nichts machen. Und du willst dir stattdessen lieber irgendwelche Gerichtsshows reinziehen? Irgendwas müssen wir machen, Lydia. Wer weiß denn, ob er überhaupt noch lebt? Sebastian lebt. Etwas anderes darfst du überhaupt nicht denken. Aber wenn nicht bald was passiert, dann... Jetzt lass dich mal nicht so hängen hier. Klar, das hilft Sebastian nämlich auch nicht weiter. Hey. Ich glaube, ich gehe lieber. Das ist ja nicht auszuhalten. Nein, warte. Du hast recht. Jammern bringt nichts. Und rumsitzen auch nichts. Ich verlasse mich nicht auf die Polizei. Ich suche Sebastian selbst. Sebastian stirbt vielleicht, aber die Geschäfte gehen natürlich vor. Du verstehst das nicht. Es geht um meine Existenz. Und ich kann doch hier sowieso nichts tun. Du hast uns immer wieder eingebläut, wir wären praktisch wie deine eigenen Kinder. Aber wenn wir einmal deine Unterstützung brauchen, dann... Ich bin doch in 3 Tagen wieder da.
Verstehst du es nicht? In 3 Tagen ist Sebastian tot, verdurstet und ich kann nicht mehr, verdammt, ich brauch dich jetzt. Aber du hast doch hier die ganze Familie und Lydia. Du bist sowas von abartig. Es geht einfach nicht anders. Mir sind die Hände gebunden. Stirbst du, wenn du diese Reise absagst? Nein, aber Und trotzdem bist du dir wichtiger als Sebastian. Weißt du was? Fahr meinetwegen zur Hölle. Und komm vor allen Dingen nicht wieder. Ich bin fertig mit dir. Hoppla, können Sie nicht aufpassen? Ich dachte, wir treffen uns im Park. Es ist viel zu kalt. Und wie war der Termin mit der Brauerei? Horror. Aber die geben mir noch eine Chance. Wer kann dir schon widerstehen? Apropos, konntest du was mit der Gästeliste anfangen, die ich dir gemeldet habe? Ja. Von den 100 weiblichen Gästen kommen noch genau 9 in Frage. Das grenzt das Ganze ja gut ein. Ja, aber trotzdem komme ich ohne dich da nicht weiter. Du weißt doch, ich kriege Ärger, wenn meine Indiskretionen rauskommen. Stella, es bleibt in der Familie, also hilf mir doch einfach. Der Besuch auf der Leukämiestation. Dann werde ich Eduard wohl einen Korb geben müssen. Ist mir da etwas entgangen? Eduard hat es sich in den Kopf gesetzt, mit mir noch auf Vieto zu fahren. Oh, wie nett. Es gibt dort eine Schnupftabakdose, die bei genauem Hinsehen offensichtlich doch noch vollkommen intakt ist. Anstelle Ihres Verlobten würde ich mir etwas mehr Enthusiasmus wünschen. Schon komisch. Erst muss man dich fast mit Gewalt auf diesen Massenball schleppen und dann... Ja, ich weiß, dann, wenn man es am wenigsten erwartet, sagen die Namen irgendwas. Also Gräfin von Kaiserlink ist über 50. Und die Prinzessin kann es ja wohl auch nicht sein. Die kennt ja wohl jeder. Ja, bleiben noch 7. Da kommen wir der Sache schon näher. Das ist doch eine wundervolle Idee. Eine Reise zu zweit nach Italien. So sehe ich das auch. Ja, mach dich nur lustig über mich, aber ich sage dir, auf dem Ball, das war Magie. Warum gehen Sie nicht weiter? Sie wollen doch nicht etwa lauschen. Eins musst du mir aber trotzdem noch erklären. Wie willst du die Frau mit dieser weißen Feder wiedererkennen? Du hast doch noch nicht mal ihr Gesicht gesehen. Muss ich nicht. Ich habe ihr Bild hier. Hier drin. Ja, das ist ja wirklich erwischt. Ja, und was ist denn so schlimm daran? Was ist mit Ihnen, Luise? Fühlen Sie sich nicht gut? Ja, das müsste er sein. Darf man da überhaupt ran? Ich meine, ist ja nicht Stress mit dem Bullen? Nee, ist ja alles schon wieder freigegeben. Das bringt uns auch nicht unbedingt weiter. Wir brauchen irgendeinen Hinweis. Sag mal, der ist doch Fotograf, oder? Ja, und? Haben die nicht immer die gleichen Locations für ihre Fotoshootings? Ja, klar. Wir gucken jetzt Fotos durch. Vielleicht erkennen wir den aus der Webcam wieder. Haben Sie nicht gehört, was er gesagt hat? Aber was war denn daran so wichtig? Ein Gast vom Maskenball, der sich verliebt hat. In eine Frau mit einer weißen Feder. Moment. Hatten Sie nicht eine weiße Feder? Also, Sie denken, er meint Sie? Na, dann haben Sie sich richtig verhalten. Man will ja keine Szene. Würde er Sie denn erkennen? Die Maske... Nein, hat mein Gesicht nicht gesehen. Ist er unangenehm? War er zudringlich auf dem Ball? Nein, ganz im Gegenteil. Er war einfach... Er scheint einen gewissen Eindruck gemacht zu haben. Sie kennen diesen Mann aber nur vom Maskenball? Ich habe Ihnen doch von meinem Bekannten erzählt. Dem Helikopterpiloten. Er ist es. Wie kommt er auf den Ball? Haben Sie ihn eingeladen? Nein, natürlich nicht.
Für ihn bin ich nur Katharina. Auf jeden Fall war er den Abend da und wir haben die ganze Zeit getanzt. Seien Sie ehrlich, Luise. Sie sind verliebt. Merken Sie sich eins, Degenhardt. Man lässt mich nicht warten. Ist das klar? Oh, was sind wir heute wieder? Wichtig. Darf ich trotzdem um etwas Höflichkeit bitten? Wozu? Sie kriegen doch Geld von mir. Das reicht. Ihre Reiselektüre. Pfuschen Sie es nicht. Was wird das denn jetzt, Degenhardt? Ich habe keine Zeit mehr, Sie persönlich zu briefen. Sie müssen zum Flughafen. Muss ich nicht. Was soll das denn heißen? Ich fliege nicht. Kommen Sie, Degenhardt, jetzt lassen Sie die Spielchen, ja? Sie hören mir nicht zu. Ich habe es mir anders überlegt. Was denn? Sie verzichten auf 1 Million Euro? Geld ist nicht alles. Wenn Sie denken, dass ich noch was drauflege, haben Sie sich geschnitten. Naja, ich wusste, das übersteigt Ihren Horizont, aber Rebecca und Sebastian sind jetzt wichtiger. Ich glaube, Sie sind nicht mehr ganz bei Trost. Ganz im Gegenteil. Ich komme endlich zur Vernunft. Sagen Sie Tanja liebe Grüße. Sie schafft das schon. Sie spielen mit dem Feuer. Ist Ihnen das klar? Deswegen bin ich ihm aus dem Weg gegangen. Und in Zukunft? Luise, Sie sind verlobt. Denken Sie an Ihre Familie, an Ihren Vater. Manchmal kollidieren Wünsche und Träume mit Verpflichtungen. Aber eines weiß ich. Eine falsche Entscheidung bereut man für immer. Als wenn ich das nicht wüsste. Könnte es vielleicht das hier sein? Da erkennt man doch überhaupt nichts. Du hast den Ort noch auf der Webcam gesehen. Wie sah es denn da aus? Naja, dunkel, ziemlich leer, gekachelter Boden, glaube ich. Also sowas wie ein Keller, oder? Ja, aber ein ziemlich großer. Ein Keller, sowas habe ich da gerade noch irgendwo gesehen. Hier, und? Ja. Nee, doch nicht. Ich lege es trotzdem mal beiseite. Okay, weiter im Texten. Soll ich uns erstmal einen Kaffee holen? Oder weißt du was? Wir rufen jetzt einfach noch mal im Krankenhaus an. Vielleicht ist Jens ja inzwischen wach. Wie du meinst. Ja, guten Tag. Hier ist die Schwester von Jens Kramer. Ich würde ihn gern besuchen. Ist er inzwischen bei Bewusstsein? Unverändert. Okay, trotzdem danke. Tschüss. Die sehen alle gleich aus. Oh Mann, wir sitzen jetzt hier seit 2 Stunden und Sebastian? Haben Sie vielleicht Rebecca gesehen? Sie ist hier. Welchen Teil von Ich bin fertig mit dir hast du nicht verstanden? Rebecca, ich war ein Idiot. Hör zu, ich fliege nicht, ich bleibe hier. Jetzt sag doch was. Soll ich dir jetzt um den Hals fallen? Du hast ja recht. Ich bin und ich bleibe ein egoistischer Schweinehund. Ich sag sowas sonst nie, aber bei dir und bei Sebastian ist das was anderes. Ich liebe euch. Ihr seid doch meine Familie. Bitte, gib mir noch eine letzte Chance. Eine allerletzte. Danke.
Lieber Unbekannter, das Schicksal hat uns... Nein. Lieber Unbekannter, das Schicksal hat uns in einer märchenhaften Nacht zusammengeführt. Ich werde unsere gemeinsamen Tänze nie vergessen. Dennoch bitte ich Sie, nicht nach mir zu suchen. Wir dürfen uns nicht wiedersehen. Ich bin bereits vergeben. Wenn Sie diesen Brief in Händen halten, befinde ich mich schon weit weg im Ausland. Ihre Bemühungen wären also ohnehin zwecklos. Ich werde immer gern an Sie denken. In tiefer Dankbarkeit, die Unbekannte mit der weißen Feder. Das war ja klar bei meinem Glück. Gibt es was Neues? Was bilde ich mir auch an, dass ich was finden könnte, wo die Polizei schon nichts findet? Dieser Einsatzleiter hat doch gesagt, dass Sie mit den Hunden weitersuchen wollen. Als ob das was bringen würde, Olivia. Dafür müssen Sie erst mal wissen, wo Sebastian steckt, sonst finden die Hunde auch nichts. Bitte euch, bitte. Wir sollten uns nicht noch verrückt machen lassen. Wie lange überlebt ein Mensch unter Wasser? 3, 4 Tage? Meine Chancen werden immer schlechter. Jetzt hör endlich auf damit. Ich will es nicht mehr hören. Es tut mir leid. Wenn dieser Misskerl Jens nur aufwachen würde. Ohne den finden wir Sebastian nie. Tut sich nichts. Vitalwerte sind in Ordnung. Was macht der Blutdruck? 80/60. Das ist zu wenig. Geben Sie mehr Dopamin. Sonst sackt er uns in der Röhre weg. Gut, in einer halben Stunde schau ich noch mal rein.